Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Akku alle Pilgrim-Modelle im Vergleich und Überblick für euch. Wir haben ja von Akku schon diverse Schuhe hier auf unserem Kanal vorgestellt. Wir werden die euch in die Videobeschreibung packen und natürlich auch am Ende verlinken. Da gehen aber nur zwei, aber dass ihr einfach mal gesehen habt, dass wir da auch für die Firma Akku schon mehrere Sachen vorgestellt haben. Wir sind tatsächlich begeistert von dieser Firma aus Italien und deswegen haben wir uns gedacht, das Flaggschiff-Modell, den Pilgrim, müssen wir euch natürlich auch nochmal vorstellen. Wer jetzt allerdings Akku Pilgrim eingibt bei Google oder in irgendeinem Shop, wird von einer Vielzahl von Modellen erschlagen. Die gibt es in White, die gibt es in DS, in Desert, in was auch immer, GTX. Also es gibt da wirklich die unterschiedlichsten Varianten und wir wollen euch einfach mal kurz hier, zumindest anhand dieser paar Modelle, die wir jetzt hier haben, einen kleinen Überblick geben, wo denn die Unterschiede liegen im Großen und Ganzen. Was man dazu sagen muss, im Vergleich zu anderen Modellen, die wir euch auch schon vorgestellt haben, die es in Mid- und Low-Varianten gibt, hat man hier in der Regel immer einen knöchelhohen Stiefel oder aber eben dann auch einen ganz hohen Stiefel, wie hier zu sehen. Ja, also es gibt keine flachen Modelle, sondern das sind tatsächlich Einsatzstiefel, die eher für den militärischen Einsatz gedacht sind. Und genau aus diesem Grund findet man hier halt auch keine flachen Modelle. Die britische Armee hat sich zum Beispiel für Akku entschieden, muss man dazu sagen, gerade weil die ja vorher auch Lowa hatten und die jetzt auf Akku gegangen sind, die haben die Pilgrim im Einsatz und sind auch sehr zufrieden, soweit wir informiert worden sind. Wir selbst haben von den Pilgrims jetzt noch keine Modelle getestet, haben aber einen sehr guten Freund, der in Berchtesgaden wohnt und der ständig mit den Pilgrims unterwegs ist und sich jetzt schon sein drittes Paar gekauft hat, nicht weil die anderen verschlissen sind, sondern einfach, weil er da noch mal ein bisschen Variation haben wollte, Gore-Tex oder nicht Gore-Tex. Und der schwört drauf und sagt, die sind absolut genial und auch was man sonst so im Netz findet, hat der Pilgrim, schneidet tatsächlich überall relativ gut ab. Lange genug geredet, wir spannen euch nicht weiter auf die Folter und fangen mal mit dem Pilgrim DS Combat an. Das ist auch, soweit ich mich recht erinnere, einer der Stiefel, den die britische Armee im Einsatz hat. Die haben nämlich das tatsächlich auch so gelöst, dass der Soldat nicht nur ein Paar Stiefel bekommt, sondern eben mehrere Paar und zwar auch immer dann ans Klima angepasst, was wir natürlich, ist natürlich logistisch immer ein größerer Aufwand, aber von der Nutzbarkeit für den Soldaten ist es auf jeden Fall der bessere Weg, weil man natürlich dann gerade hier in Einsatzgebieten wie Afghanistan oder im Irak oder sonst irgendwo, wo es super heiß ist, nicht unbedingt eine Gore-Tex-Membran braucht. Und vice versa natürlich in anderen Umgebungen vielleicht dann doch schon eher. Grundsätzlich zum DS Combat kann man sagen, wir haben hier ein Vollnarbenleder, was mit einem Nylon versehen worden ist. Deswegen sieht das Leder hier auch so ein bisschen ja, künstlich aus, sage ich mal. Es ist aber auf jeden Fall ein Leder mit diesem R8000-Material, was für eine hohe Atmungsaktivität sorgt. Und dann hier natürlich nochmal ballistisches Nylon, um eben einfach da auch nochmal Atmungsaktivität zu geben. Der DS Combat ist kein Gore-Tex-Stiefel, also ist quasi die Variante ohne Gore-Tex. Wir haben den hier auch nochmal irgendwo als GTX, genau, hier ist er. Der Pilgrim GTX Combat ist quasi der baugleiche Stiefel, sieht auch komplett gleich aus, nur ist diese Variante eben die Gore-Tex-Variante. Für alle Breitfußträger oder Breitfüße unter uns Menschen gibt es eine gute Nachricht, denn die Firma Akku bietet für alle Schuhmodelle hier auch eine White-Variante. Und damit kann man natürlich dann auch arbeiten. Zusätzlich lassen sich die Stiefel alle neu besohlen, was natürlich auch nochmal eine schöne Sache ist. Ja, wie gesagt, der DS Combat ist für die heißen Gebiete gedacht. Und hier seht ihr einmal alle Spezifikationen, die wichtig sind für den Stiefel im Detail. Dann springen wir weiter zum GTX Combat. Wie eben schon gesagt, das ist genau der gleiche Schuh, selbes Material, nur eben mit einer Gore-Tex-Membran. Hier auch nochmal, wie beim anderen Schuh eben auch schon mit dem Tiefziehhaken weiter hinten. Ansonsten hier Leder eingefasste Schnürung und oben nochmal Schnellschnürösen, Vibram-Sohle,
Neu besohlbar, alle Stiefel, sehr, sehr cool. Und hier kommen die Details zum GTX Combat. Weiter geht's mit dem Pilgrim DS. Der ist hier auch nochmal in einer helleren Farbe abgebildet. Das nennt sich bei denen, glaube ich, grün Khaki Coyote irgendwas in dem Dreh. Also nicht dieses typische Matte Brown, wie wir es hier beim DS Combat haben. Und hier beim DS ohne Combat seht ihr dann, das ist der Unterschied. Weiterer Unterschied ist, dass die Tiefziehöse hier aus einer Lasche ist und nicht aus Metall wie hier bei dem Stiefel, aber ansonsten eben auch gleich und das bedeutet auch in dem Fall keine Gore-Tex-Membran. Ansonsten habt ihr natürlich wie bei den anderen auch Vibram. Ich denke, das ist eher so der Stiefel, der aus der taktischen Reihe rausfällt und eher so auch in den Bergsportbereich reingeht. Prinzipiell sind die Pilgrim-Stiefel alle für mittel- bis schweres Gelände gut geeignet und eben auch für die Einsatzkraft, die schwerere Lasten tragen muss, auf jeden Fall der richtige Stiefel. Gehen wir mal auf die rechte Seite. Hier haben wir den Pilgrim HL GT Combat. Das ist im Prinzip ein ähnlicher Stiefel wie auch hier der mittelhohe Combat. Hier seht ihr aber auch schon direkt den Unterschied. Den gibt es nochmal in der hohen Variante. Das heißt, wenn ihr sagt, ich mag diesen Stiefel hier unheimlich gerne, gerade auch hier ohne Membran und von den Features her passt mir das alles so, wie er sein soll, und möchte aber gerne das Ganze noch ein bisschen höher, dann wäre dann quasi diese Variante hier die richtige für euch. Ja. Wie auch bei den anderen Schuhen, Vollnarbenleder mit Nylon-Einsätzen und hier umlaufender Geröllschutz. Die Tiefziehöse ist hier auch wieder mit einer Lederlasche ausgeführt und hier oben habe ich dann nochmal offene Hakenschnürung, um eben dann die Schnellschnürung oben auch gewährleisten zu können. Alle Stiefel sind dick gepolstert, bieten hier den entsprechenden Komfort und haben natürlich auch hier im oberen Bereich nochmal eine Einsteighilfe und wieder besohlbare Vibram-Sohlen. Das war der HL GT Combat von Akku. Zum Schluss haben wir noch zwei Modelle in der Wildleder-Variante. Die wurden auch mit den US Special Forces zusammen entwickelt. Und zwar ist das der Pilgrim DSC DS und der Pilgrim DSC GTX. Also auch hier wieder bei beiden Stiefeln eine Variante mit Gore-Tex und eine ohne Gore-Tex. Man sieht hier schon auch ganz schön, bei der Nicht-Gore-Tex-Variante hat man hier jede Menge Luftlöcher noch gelassen. Also das ist wirklich der Stiefel, wo wir sagen, wenn es ins heiße Gebiet geht, würden wir diesen Pilgrim hier als primären Stiefel sehen. Er ist auch im Vergleich zu den anderen Stiefeln hier nochmal ein bisschen fetter gepolstert. Also auch vom Komfortlevel her ist das, denke ich, nochmal so der bequemste Stiefel, den man in diesen Einsatzgebieten nutzen könnte.
Nehmen wir nochmal den Gore-Tex dazu im direkten Vergleich, dass ihr hier auch wieder seht. Tiefziehöse mit Leder ausgeführt, Lederlaschen. Hier im oberen Bereich 2 Ösen. Bei dem hier hat man Eyelets, also genietete Ösen genutzt, die hier im Stiefel eingelassen sind im Vergleich zu einer offenen Schnalle. Und ansonsten sind die Stiefel aber auch baugleich. Kommen wir mal zum Fazit. Übrigens für alle, die auch Stiefel suchen, die mit Steigeisen nutzbar sind, da könnt ihr auch gerne mal bei Akku auf die Seite schauen, denn auch dafür bietet euch das italienische Schuhmanufakturunternehmen die entsprechenden Lösungen. Aber wir konzentrieren uns ja heute auf den Pilgrim und der ist natürlich im Fokus auch für den taktischen Bereich. Ja, welchen ihr jetzt davon nehmen sollt, das bleibt natürlich euch überlassen. Wir finden es tatsächlich cool, dass man ein Grundmodell hat oder beziehungsweise ein Modell hat, das von der Optik her immer gleich aussieht oder fast immer gleich aussieht, aber eben in unterschiedlichen Varianten, um wirklich alle abholen zu können. Ja? Man hat ja häufig einen Schuhhersteller, der sagt, okay, ich habe jetzt nur Gore-Tex oder ich habe nur Schuhe ohne Gore-Tex, ich habe in der Regel nur Vollleder. Hier ist wirklich, also außer Vollleder, ist bei der Pilgrim-Serie alles mit dabei. Ihr habt immer diesen Nylon-Einsatz mit dabei, aber ich denke, das ist einfach auch dem geschuldet, dass das militärisch so die Vorgabe war in der Ausschreibung. War ja auch bei den Lobas so, bei den Mountain GTX hießen sie, glaube ich, die sie vorher hatten, die Briten. Und da war es auch so, dass da Nylon-Einsätze gefordert waren, einfach um noch ein bisschen mehr Atmungsaktivität zu geben. Fakt ist, mit einem Pilgrim oder generell mit Akkuschuhen macht ihr nichts verkehrt. Es sind wirklich hervorragende Schuhe, super verarbeitet, Materialien passen, halten ewig lange und bei den Pilgrims könnt ihr auch neu besohlen. Von daher auf jeden Fall eine Empfehlung. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Stiefel schon selber im Einsatz habt oder vielleicht auch schon in der näheren Auswahl. Und vielleicht hat euch dieses Video dann hier auch geholfen, um mal da weiterzukommen. Wir machen euch Sprungmarken zu den verschiedenen Spezifikationen nochmal zu den einzelnen Stiefeln, dann könnt ihr nochmal direkt vergleichen, was für euch der richtige ist oder der passende ist. Der ein oder andere Stiefel hat ja auch Normen, die er erfüllt, um entsprechend auch als Sicherheitsschuh getragen zu werden. Aber wie gesagt, das seht ihr dann in den einzelnen Takes nochmal, wo die Details für euch aufgezählt werden. Ansonsten, ihr bekommt alle Pilgrim-Modelle inklusive Farben, Höhen, Weiten bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.